AfD-Politiker zu sein, ist gefährlich. Das würden zumindest viele AfD-Politiker behaupten. Aber auch viele Grünen-Politiker würden sagen, ja, auch mein Job ist gefährlich. Oder ist generell der Job als Politiker gefährlich? Immer wieder gibt es in Deutschland beispielsweise Sachbeschädigungen gegen die Parteibüros unterschiedlicher Parteien oder auch Attacken auf einzelne Politiker, wie zum Beispiel Frank Magnitz der AfD, erst kürzlich in Bremen, der eben dort attackiert und niedergeschlagen wurde. Na klar, die AfD, die beklagt das natürlich, die beklagt solche Attacken, ist ja auch nur ganz verständlich. Darüber hinaus sagt sie aber auch, dass sie sogar häufiger betroffen sei als andere Parteien und dass es ihr schlechter ging. Sie selbst sieht sich auch als Opfer von linksextremer Gewalt und generell von Gewalt ihrer politischen Gegner. Wir wollen heute herausfinden, was da dran ist und ob das überhaupt stimmt. Und ich kann euch jetzt schon mal verraten, für die einen oder den einen und den anderen wird es sicherlich ein paar überraschende Infos geben. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Mindtristing Crew. Ich hoffe, es geht euch wie immer natürlich gut soweit. Und bevor wir einen Blick auf die nackten Zahlen werfen, was dieses Thema betrifft, will ich vorweg sagen, dass Gewalt in jeglicher Art und Weise, egal ob es die AfD, SPD, CDU, Grüne oder wer auch immer ist, nicht zu tolerieren ist. Aber nichtsdestotrotz findet Gewalt vor allem gegen Politiker in Deutschland immer wieder statt. Einige von euch werden jetzt wahrscheinlich ein bisschen überrascht sein, aber die AfD hat recht. Denn wenn wir einen Blick auf die Anzahl von Attacken oder eben auch Sachbeschädigungen oder Gewaltdelikten, Gewalttaten blicken, dann ist die AfD im Vergleich zu vielen anderen Parteien in den meisten Bundesländern davon am stärksten betroffen. Das hat der ARD-Faktencheck herausgefunden. In Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel. Dort gab es seit 2016 75 solcher politischer Straftaten. Und seit 2017 steht dort die AfD immer mehr im Fokus. Ja, und in Brandenburg sah die Lage so aus, dass es 2017 auch einige Anschläge auf die Parteibüros gab, auf die lokalen Parteibüros. Und die Hälfte dieser Anschläge, die entfielen auf das Konto der AfD. Ganze 13 Stück an der Zahl. Danach kamen die Linken, die 7 Anschläge zu verkraften hatten. Ja, und in Sachsen-Anhalt gab es seit Anfang 2013 bis Mitte 2018 ganze 252 Straftaten gegen Politiker. Allein 2017 ganze 59 und davon gingen 28 gegen die CDU und 10 an die AfD. Und in Sachsen wurden 2017 170 Straftaten gegen Politiker ausgeübt. Allerdings waren davon die meisten rechtsmotiviert oder nicht zuzuordnen. Und das Landeskriminalamt Sachsen stellte fest, dass 2015 die meisten politischen Straftaten sich gegen die CDU richteten, dann kamen die Linken und dann erst die AfD. Ja, also viele Zahlen auf einmal. Aber eines lässt sich definitiv sagen, die AfD gehört in Deutschland zu den Parteien, die am meisten von diesen Gewalttaten, von diesen Attacken betroffen ist. Außerdem stellte das Bundeskriminalamt noch interessanterweise, wie ich finde, fest, dass die Anzahl der Attacken, also der Anstieg der Gewalttaten in Deutschland gegen Politiker mit der Flüchtlingsdebatte, mit der aufkommenden Flüchtlingsdebatte zu verzeichnen ist. Darüber hinaus stellte aber auch das Bundeskriminalamt fest, das BKA, dass die Zahlen solcher Taten aber auch zurückgehen. 2016 waren es in Deutschland noch 1800, 2017 waren es aber dann nur noch 516. Aber was meint ihr? Was hat die Flüchtlingsdebatte am Ende des Tages wirklich mit dieser Gewalt zu tun? Hat sie irgendwas damit zu tun? Schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare und wenn ihr mehr solcher neutralen Videos übrigens sehen wollt über politische Themen, dann abonniert auch gerne meinen Kanal. Okay, also klar ist auf jeden Fall, diese Zahlen, die sprechen eine ganz klare Sprache. Aber was kritisieren jetzt eigentlich die Rechten oder was kritisiert jetzt eigentlich auch die AfD an dem Ganzen? Naja, viele Anhänger der AfD bzw. die AfD selbst, eben hier auch Alexander Gauland, die kritisieren beispielsweise, dass die Medien, aber auch Politiker anderer Parteien mitverantwortlich dafür sind, dass es, Zitat, eine gewaltbereite Linke gibt, die sozusagen gegen die AfD vorgeht. Beispielsweise kritisieren sie auch Tweets wie diesen hier zum Beispiel von Cem Özdemir zum Fall Magnitz. Ich hoffe, der oder die Täter werden bald ermittelt und verurteilt. Auch gegenüber der AfD gibt es keinerlei Rechtfertigung für Gewalt. Wer Hass mit Hass bekämpft, lässt am Ende immer den Hass gewinnen. Hashtag Nazis raus, aber mit den Methoden unseres Rechtsstaates. Außerdem sagte Gauland, dass man die AfD, Zitat, vogelfrei machen würde für solche Gewalt, indem man sie immer wieder als undemokratische Partei bezeichnen würde. Und außerdem halten sie es generell für überzogen, wenn man sagt, die AfD ist mitverantwortlich dafür, dass eben mehr und mehr Gewalt in Deutschland herrscht. Und auch
mehr und mehr Gewalt herrscht gegen Politiker. Oft wird auch eine gewisse Doppelmoral der Linken beschrieben und kritisiert und auch, dass viel zu wenig über Anschläge gegen AfD-Politiker berichtet wird. Wobei man dazu sagen muss, im Fall Frank Magnitz war das definitiv nicht der Fall, da die breite Öffentlichkeit von den Medien über diesen Fall informiert wurde. Und teilweise wurden sogar die falschen Ereignisse beschrieben und über falsche Ereignisse im Fall Magnitz berichtet in den großen Medien wie zum Beispiel der Süddeutschen Zeitung, der Bild und anderen. Falsche Ereignisse, die die AfD sozusagen weitergegeben hat und angegeben hat, die sich allerdings, wenn man sich die Videoaufnahmen mal anschaut, nicht zu 100% decken und nicht zu 100% dementsprechend, was eben die AfD gesagt hat. Zudem wird kritisiert, dass man sozusagen die linke Gewalt in Deutschland gar nicht ernst nimmt und sagt, naja, so schlimm ist das gar nicht, nur die rechte Gewalt, die ist wichtig und die schauen wir uns an. Und interessanterweise gab es dazu in der Vergangenheit im Bundestag verschiedene Anfragen an die Bundesregierung von den Grünen und von den Linken, auch noch zu Zeiten, als die AfD nicht im Bundestag war. Da wollte man eben auch wissen, wie viel Gewalt gibt es eigentlich gegen Politiker im Bundestag, aber auch generell in den Landtagen. Und da stellte sich heraus, dass die Bundesregierung in der Vergangenheit, wenn sie solche Zahlen herausgegeben hat, eigentlich nur auf die rechte Gewalt geblickt hat und die linke Gewalt außen vor gelassen hat und erst gar nicht in die Berichte hineingeschrieben hat. Laut dem Bundesinnenministerium im Jahre 2016 übrigens lag das daran, da es in der Vergangenheit immer nur Gewalt von rechter Seite gegen die Parteien, die im Bundestag sind, dass es nur das gab. Deswegen schaute man erst gar nicht auf die linke Gewalt, wenn es wie in diesem Fall nur um Gewalt gegen Politiker ging. Die Zeit schrieb dazu folgenden, wie ich finde, passenden Satz. Solche Merkwürdigkeiten verstärken den Eindruck einer öffentlichen Ungleichbehandlung zum Nachteil der AfD. Grundsätzlich muss erst einmal festgehalten werden, dass die Politiker der anderen Parteien die Tat gegen Magnitz verurteilt haben. Keine Frage. Aber es wird trotzdem kritisiert von den Politikern der anderen Parteien, aber auch von generell AfD-Kritikern, dass die AfD solche Taten, auch Taten gegen sich selbst, instrumentalisiert und dass die AfD durch ihre Politik und durch die Art und Weise, wie sie kommuniziert, zur Verrohung des politischen Diskurses beiträgt und damit auch beiträgt zu mehr Gewalt. Sie kritisieren beispielsweise auch, dass die AfD mitschuld ist daran, dass es immer mehr Hasskommentare und Beleidigungen gibt im Netz, vor allem aber auch Hasskommentare und Beleidigungen gegen Politiker der anderen Parteien. Außerdem sagen sie und kritisieren sie, dass die AfD sich viel zu oft aus der Affäre zieht und sagt, doch ja, wir sind daran gar nicht schuld. Und wie ich gerade eben schon beschrieben habe, bemängeln sie eben auch, dass die AfD teilweise sogar Unwahrheiten verbreitet, wie eben im Fall Magnitz. Ich habe es gerade eben schon mal kurz erwähnt. Die AfD sagte beispielsweise, dass Magnitz mit einem Kantholz niedergeschlagen wurde und dass Magnitz auch, während er am Boden lag, noch getreten wurde und dass es ein Mordversuch war. Nun, auf dem Video, was ihr jetzt seht, ist ganz klar ersichtlich, dass eben diese zwei Sachen nicht passiert sind und die Staatsanwaltschaft spricht auch eher von gefährlicher Körperverletzung als von einem Mordversuch. Aber wenn man jetzt mal einen Schritt zurück macht und sich beide Seiten nochmal ganz genau ansieht, dann wird doch eine Sache ganz deutlich. Beide Seiten machen sich genau den gleichen Vorwurf. Beide Seiten sagen, ihr seid daran schuld, dass es mehr Gewalt gibt gegenüber Politikern. Dass es mehr Gewalt gibt und mehr Hass gibt generell in der Gesellschaft. Die Hetzer sind aus beiden Sichtweisen heraus immer die anderen. Aber vielleicht ist es mal an der Zeit, dass sich beide Seiten mal an die Nase fassen und sich mal überlegen, was sie vielleicht falsch machen oder wie sie agieren und wie sie vielleicht auch anders agieren können. Denn eines ist ganz klar, Gewalt darf und kann in der Politik keine Lösung sein.